Hallo und willkommen bei den Matrixern mit dem wunderbar attraktiven Jonathan und meiner Wenigkeit Simsalabim Shiva. Unser heutiges Thema. Tja, leider haben wir uns noch keinen Titel überlegt, aber es geht um Gehirne, Frequenzen, binaurale Beats, Fokus und jedenfalls wird es sehr, sehr spannend und wir wünschen euch viel Spaß. Ja, binaural Beats sind natürlich Töne, binaurale Töne im Deutschen, und hierbei basiert das auf einer Technik, bei der mit Tönen gearbeitet wird. Ja, das Gehirn schwingt ja den ganzen Tag so vor sich hin, im Wachzustand, im Schlafzustand, im Entspannungszustand und natürlich auch in einem Zustand, in dem eben hohe Konzentration möglich ist, eine starke Fokussierung auf das, womit man sich gerade beschäftigt. Bitte, was hast du gesagt? Ja. Ich glaube, ich muss per Frequenzen hören. Ja, ich glaube, dir fehlen ein paar Frequenzen, damit du deine Aufmerksamkeit auf das Thema halten kannst. Auf was? Auf das Thema. Auf mehr war, ja. Richtig. Das Gehirn schwingt also, während man ganz normal so seinen Alltag bewältigt. Im Wachzustand schwingt das Gehirn meistens so zwischen 14 Hertz hoch bis 20 Hertz vielleicht. Wenn man sehr gestresst ist, auch mal ein bisschen höher. Auf der Arbeit zum Beispiel, wenn einen der Chef gerade anschreit. So ist es, ja. Und dann gibt es natürlich noch den Gamma-Bereich, da geht es noch höher. Der fängt so bei 38 Hertz an. Und das ist auch der Moment, in dem wir eben sehr stark fokussiert sind, in dem wir alles geben. Ne? Gerade Studenten kennen das ja sehr gut, dass die halt in Lernzeiten sich sehr stark konzentrieren und fokussieren müssen. Genau. In meiner Studienzeit damals habe ich auch jeden Tag Frequenzen gehört, habe mir die selbst erstellt und jeden Tag stundenlang Frequenzen gehört. Abends habe ich mir auch noch Frequenzen reingezogen zum Meditieren, für Astralreisen und sonst was. Also Frequenzen sind wirklich super genial. Machen wir heute noch, um bestimmte Zustände auszulösen oder Erfahrungen zu machen oder in Zustände hineinzugehen, die uns gerade beschäftigen. Und ja, beim Studieren zum Beispiel habe ich immer Frequenzen gehört, die mich dann im Beta-Bereich abgeholt haben. Manchmal ganz leicht in den oberen Alpha-Bereich gegangen sind, aber dann auch stabil im Beta-Bereich geblieben sind und später in den Gamma-Bereich für den Hyperfokus gegangen sind. Denn im Hyperfokus bist du so konzentriert und fokussiert auf das, was du gerade tust, dass du dich von gar nichts anderem mehr ablenken willst. Du wirst auch klarer im Kopf und kannst dich wirklich gezielt auf deine Aufgaben konzentrieren und fokussieren. Und Fokus ist ja ein sehr, sehr wichtiges Thema, nicht nur im Bereich fürs Studieren, sondern auch im spirituellen Bereich ist der Fokus das essentielle Thema für die Dissoziation, für die Meditation, für transzendentale Erfahrungen. Wenn du dich nicht fokussieren und konzentrieren kannst, dann wirst du auch schwerlich keine Realitäten in dein Leben ziehen können, weil du dich eben nicht darauf fokussieren kannst. Du wirst keine Erkenntnisse sammeln können, weil du dich in der Meditation nicht zurücknehmen kannst, entspannen kannst und fokussieren kannst auf die Meditation. In der Dissoziation kannst du die Erkenntnisse und die Energie nicht sammeln, weil du eben nicht den Fokus hast. Und ja, Fokus ist, glaube ich, so das essentielle Thema. Aber auch im Studieren ist das sehr wichtig, denn jeder muss arbeiten, jeder geht auch mal studieren oder hat Spaß am Lernen oder möchte andere Dinge bei YouTube sich weiterbilden, wie auch immer. Fokus ist Fokus ist Fokus. Ja, also das Gehirn schwingt halt immer an einer bestimmten Frequenz und diese Frequenz kann man beeinflussen.
Denn wenn man sich hinsetzt und möchte meditieren, dann denkt man darüber nach, ein Kaffee wäre ganz nett. Apropos Kaffee, Moment mal. Oder ein Eis oder Mann, gleich gucke ich Netflix oder ich muss doch noch einkaufen gehen. Also all die Dinge lenken uns ja davon ab, innerhalb unserer Meditation sich auf das Thema zu konzentrieren, beziehungsweise auf den Punkt, den wir ja durch die Meditation erreichen wollen. Und bei so einer starken, fokussierten Meditation kann es schon mal passieren, dass wir uns eben ablenken lassen oder dass uns Gedanken ablenken und so weiter. Und das liegt eben an einem Mangel an Konzentration. Und da haben Shiva und ich uns überlegt, dem können wir entgegenwirken mit genialen binauralen Beats. Ja, richtig. Binaurale Beats sind also Töne, die man ganz einfach mit Kopfhörer hört. Und Beispiel, wenn du im Beta-Zustand bist, sagen wir mal mit 16 Hertz und du möchtest gern in den Gamma-Zustand kommen, um dort stärker fokussiert zu sein, stärker dich konzentrieren zu können, dann müssen wir dich hochbringen auf, keine Ahnung, 40, 50 Hertz, vielleicht 100 Hertz, vielleicht 1000 Hertz höher. Dann setzt man binaural Beats ein, damit das Gehirn leichter in diesen Zustand kommt. Man setzt sich also die Kopfhörer auf, dann wird auf einer Seite ein Ton eingespielt, sagen wir mal mit 1000 Hertz, und auf dem anderen Ohr wird ein Ton eingespielt mit 2000 Hertz. Das Gehirn bemerkt dann, ich höre einen Ton mit 1000 Hertz, ich höre einen Ton mit 2000 Hertz. An welchen Ton passe ich mich denn jetzt mit meiner Frequenz an? Und da es sich nicht entscheiden kann, versucht es, die Tondifferenz zu komplettieren bzw. zu ergänzen. Das heißt, das Gehirn schwingt dann mit 1000 Hertz, weil die beiden Töne ja genau 1000 Hertz auseinander liegen, bei 1000 und 2000 Hertz. Oder wenn man zum Beispiel links 1000 hat und rechts hat man 3000, dann würde sich das Gehirn denken, ja, ich muss jetzt die 2000 ergänzen. Und somit fängt das Gehirn ganz automatisch in dem Frequenzbereich zu schwingen, den man auch beabsichtigt hat. Und das ermöglichen eben binaurale Beats. Und das ist auch ganz entscheidend, denn unser Gehirn schwingt ja so oder so in einem bestimmten Frequenzbereich. Und mit diesen Tönen kann man natürlich dann gezielt das auslösen, in den Frequenzbereich wechseln, den man gerne haben möchte. Wenn du zum Beispiel schlecht schlafen kannst, dann wird die Frequenz deines Gehirns angepasst, und zwar immer weiter runter, Alpha, Theta, Delta, wie auch immer. Oder wenn du gerne deine Kundalini erwecken möchtest, dafür gibt es auch einen ganz bestimmten Frequenzbereich. Wenn du astral reisen möchtest, luzid träumen möchtest, wenn du dich heilen möchtest, für jeden einzelnen Zustand, und es handelt sich hier um Zustände, die man erreicht, gibt es einen Frequenzbereich, und diesen kannst du natürlich gezielt anwählen. Und da dein Gehirn ja sowieso schwingt, kannst du es natürlich auch auf gezielt diesen Frequenzbereich anpassen, dass genau das ausgelöst wird. Und die Frequenzen oder Gehirnwellen, die wirken natürlich dann auf dein neuronales Netzwerk, und die lösen natürlich Impulse aus, und deswegen funktioniert das so gut. Ja, wir haben jetzt kurz einen Bildwechsel eingeführt, wenn du keine Lust auf Kopfhörer hast. Wie ich zum Beispiel. Ich habe irgendwie das Problem, dass mir jeder Kopfhörer wehtut. Und zwar liegt das vermutlich an dem elektromagnetischen Feld der ganzen Kopfhörer, möchte aber dennoch Frequenzen hören, denn diese Zustände zu erfahren und da reinzugehen, macht ja schon echt enorm viel Spaß, und es erleichtert die ganze Geschichte auch um ein Vielfaches. Da gehen dann auch Stereoboxen. Wir haben mal hier ein paar hochteure, moderne Boxen aufgestellt. Ist absolut zwingend notwendig. Die müssen von Bose sein, mindestens. Nein, Scherz. Also, es geht jede Stereobox, und die könnt ihr da gut und gerne verwenden, wenn ihr keine Kopfhörer verwenden möchtet. Einfach auch, es ist natürlich auch bequemer, wenn ihr euch ins Bett legt und links und rechts eine Box stehen habt, als statt halt Kopfhörer.
Es gibt inzwischen auch so Stirnbänder, die Boxen integriert haben. Die hatte ich auch eine Weile verwendet, aber sogar die haben mir dann irgendwann wehgetan. Deswegen sind Boxen eine wunderbare Alternative, um Frequenzen zu hören. Zum Beispiel nachts im Bett. Du möchtest eine Astralreise erleben. Schalt die Box ein, hau die binaurale Beats rein und düse ins Universum. Genauso wie im luziden Traum. Natürlich ist es dann auch wichtig, Techniken anzuwenden, weil es das Ganze ja nochmal unterstützt, um jetzt noch schneller reinzukommen. Aber Frequenzen sind schon erste Sache. Ja, und für Konzentration und eine bessere Aufmerksamkeit und Fokussierung gibt es eine bestimmte Frequenz, in der man per EEGs gemessen hat, ein Mensch, der sehr, sehr stark konzentriert ist und der das auch erfolgreich praktiziert, in welcher Frequenz schwingt denn dann sein Gehirn? Und da hat man das gemessen. Und aufgrund dessen konnte man eben die Frequenz in Erfahrung bringen, in der das Gehirn sein muss, um diese starke Konzentration und Fokussierung überhaupt ermöglichen zu können. Und auf diese Weise hat man dann viele, viele Frequenzen herausgefunden, in denen das Gehirn eben schwingt in dem bestimmten Zustand. Ja. Ja. Und darum finden wir binaurale Beats ziemlich genial, weil sie wirklich eine gute Unterstützung liefern. Wir praktizieren und wenden die tatsächlich selbst auch tagtäglich fast an. Und wir sind davon so überzeugt, weil es einfach eine mega Unterstützung ist. Ja, es erleichtert es wesentlich, dass man in den gewünschten Zustand hineinkommen kann. Man slidet und smooth hinein. Und so kann man zum Beispiel keine Ahnung, wenn man so sitzt wie wir, hat man links und rechts eine Box und dann setzt man sich genau in die Mitte zwischen die Boxen und hört dann diesen Tönen zu. Und es gibt verschiedene binaurale Beats, Längen, das heißt, das beginnt bei 10 Minuten in der Regel. Oder es gibt auch welche, die gehen 1 Stunde oder 3 Stunden oder sogar 8 Stunden, also ganz unterschiedlich. Wobei es darauf ankommt, was man denn mit dem jeweiligen Frequenz des binauralen Beats eben beabsichtigt. Genau, bei denen, die nur 10 Minuten gehen, die sind extra so eingestellt, dass sie nur 10 Minuten gehen, weil das sind Frequenzen, die man eben immer wieder auf Dauerschleife nah hören kann. Immer wieder. Genau. Und bei den längeren Frequenzen ist es halt oft auch so, dass da verschiedene Frequenzbereiche notwendig sind, die man einfach nicht in 10 Minuten packen kann, weil sich das Gehirn ja auch erst anpassen muss an die jeweilige Frequenz. Daher, bei manchen ist es so und bei manchen so. Ja, und das ist das Geniale an binauralen Beats. Also ich habe in meinem Leben auch schon sehr, sehr viele gehört. Ich habe schon weit vor 20 Jahren oder so damit angefangen, die mir anzuhören, auch vom Monroe-Institut, die ja mit der Hemisphärensynchronisation arbeiten, auch nicht schlecht. Und auf jeden Fall binaurale Beats sind wirklich ziemlich genial. Ne? Also du hast ja auch sehr viel damit gehört während deines Studiums und hattest du das Gefühl, du wärst da konzentrierter? Aber mega, also ja? Wirklich. Also nicht nur während des Studiums, auch einfach so habe ich früher sehr viel, was heißt früher? Ja, während meines Studiums habe ich super viele Frequenzen gehört, stundenlang und auch nicht nur zum Studieren, sondern auch um Astralreisen zu lernen, luzide Zustände und alle möglichen Frequenzen und auch heute noch. Mhm. Ja, ich weiß noch, ich habe früher immer viel meditiert und brauchte dann immer so 1 Stunde, um dann in so einen guten Zustand reinzukommen. Ja. Und dann habe ich dann irgendwann die binauralen Beats entdeckt und habe mir dann die aufgesetzt, mit Kopfhörern angehört. Und den Zustand, für den ich 1 Stunde brauchte, um da reinzukommen, den hatte ich da schon nach 10 Minuten oder 15 Minuten. Ne? Zum Beispiel Körperentspannung. Ne? Also bei meiner Meditation war es mir mal ganz wichtig, meinen ganzen Körper total zu entspannen, sodass ich ihn gar nicht mehr fühle. Und da habe ich 1 Stunde für gebraucht, ne? Um da reinzukommen. Und dann habe ich die binauralen Beats benutzt irgendwann und da war ich in 10 Minuten drin. Ja, ist auch eine Sache des Trainings, ist bei mir auch so. Also früher habe ich das auch trainiert und man merkt ja zum Beispiel auch, wenn das Gehirn den Frequenzbereich wechselt, wenn er von Beta nach Alpha wechselt, ist es fast wie ein... Oder wenn er von Beta nach Theta wechselt. Man merkt richtig,
oh, jetzt hat er runtergehört. Ja, das merkt man. Ja. Das spürst du ganz deutlich. Und früher habe ich da auch lang für gebraucht und ich habe es auch trainiert. Und jetzt, wenn ich keine Frequenzen mehr benutze, kann ich innerhalb von 3 Minuten komplett runterschalten. Und die haben mir echt mega geholfen, das auch zu trainieren, dieses bewusste, schnelle Runterfahren der Gehirnfrequenzen in den Theta-Bereich. Und so komme ich natürlich auch ganz schnell in hypnagoge Zustände, auf die ich ja mega stehe, weil da man sehr viele Erfahrungen machen kann, sehr viele Informationen sammeln kann und ja. Frequenzen, das sind geil. Ja, jetzt haben wir viel über binaurale Beats gequatscht, ne? Und für die, die immer noch dran sind, haben wir uns überlegt, ne, dass wir binaurale Beats extra zusammenstellen für unsere Zuseher. Was haben wir uns denn überlegt? Wir haben uns überlegt, dass ihr eine Frequenz bekommt, aber nicht in diesem Video, sondern in einem separaten Video, damit ihr vorher nicht das ganze Gequatsche von uns habt. Ist zwar nett, uns zuzuhören, weiß ich, aber das lenkt ja dann doch ein bisschen ab. Es geht ja um Fokus. Wir wollen euch also nicht ablenken mit unseren Stimmen oder so. Nein, Darum ist das ein extra Video, das wir eben gleichzeitig mit diesem hier veröffentlichen werden. Genau. Und falls euch die Frequenz gefällt und ihr mehr Zustände erfahren wollt, dann schaut doch mal auf gehirnkicker.de vorbei. Da sind jede Menge Frequenzen für ganz viele verschiedene Zustände. Wir sehen uns im nächsten Video. Nein, da sehen wir uns nicht, weil ihr euch das ja anhört. Aber im übernächsten Video sehen wir uns wieder, weil wir euch da mit irgendwas voll quatschen. Ja, wir haben uns schon ein paar ganz spannende Themen überlegt, die demnächst dran sind. Ja, leider viel zu viele und da kommen wir alle gar nicht zu. Aber und aus dem Grunde könnt ihr euch schon freuen. Wir haben ein paar coole Videoideen und die werden wir demnächst umsetzen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Also viel Spaß mit den binauralen Beats, die eben sich jetzt hauptsächlich auf stärkere Konzentration, gezielterer Fokus und stärkere Aufmerksamkeit konzentriert sind. Focus! Tschüss und bye bye! Ciao!